Hey Leute, heute möchte ich mich mal meinen liebsten TED Talks zum Thema Mental Health und Mental Illness und so ein Kram vorstellen, weil ich bin in letzter Zeit ziemlich süchtig nach TED Talks geworden. Ich will nicht wissen, wie viele ich davon konsumiert habe. Wer nicht weiß, was TED Talks sind, das sind, ja, schwer zu beschreiben. Das sind halt sehr inspirierende Menschen, die Vorträge halten und das wird dann halt alles auf YouTube veröffentlicht. Ähm, Ich werde die Playlist, die ich dafür zusammengestellt habe, auch am Ende vom Video verlinken und unter dem Video drunter in der Beschreibung. Und ja, dann mal los. Mein liebster TED-Talk, den ich bis jetzt drüber gesehen habe, ist ziemlich lustig. Das Video heißt What's so funny about mental illness und das ist von Ruby Wax. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Sie erklärt psychische Probleme auf eine richtig lustige Art und Weise eigentlich. Also die meisten TED Talks sind Englisch, also ich hoffe, ihr könnt Englisch, wenn ihr das guckt, aber sie erklärt auf Englisch verdammt lustig, wie das alles im Hirn passiert und warum und dass es eigentlich so viel mehr Menschen treffen könnte und das ist halt einfach, sie ist glaube ich, soweit ich weiß, auch Comedian und das merkt man, also für Leute, die jetzt nicht unbedingt direkt selbst krank sind mit irgendwas Psychischem, ist es, glaube ich, echt gut erklärt auf eine lustige Art und Weise. Also definitiv anschauen, egal ob ihr ein Problem damit habt oder nicht. Dann habe ich das Video How to Practice Emotional First Aid. Der Mann, soweit ich mich richtig erinnere, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, erklärt Alleinsein im Sinne von sich allein fühlen, wie das entsteht, wie das Mindset damit zu tun hat, also die eigenen Gedanken damit zu tun haben, wie die uns unser Verhalten anstecken und wie sehr sich eigentlich Negative Self-Talk, also negative Monologe, innere Monologe, sich auf das komplette Leben auswirken können. Das ist nicht gesund für uns, egal ob wir psychisch krank sind oder nicht. Auch echt gut erklärt, wie so ziemlich jeder TikTok zu dem Thema. Dann habe ich noch The Surprisingly Traumatic Role of Nutrition in Mental Health. Der Titel sagt eigentlich schon alles. In dem Video geht es darüber, wie wichtig es eigentlich ist, sich richtig zu ernähren und alles, während man psychisch krank ist oder auch generell, um vorzusorgen, weil unser Körper und die Psyche sind miteinander verbunden. Für alle, die es noch nie wussten, es kann sehr viele Auswirkungen darauf haben, was wir essen, wie wir uns psychischerweise entwickeln. Also ja, das wird auch ganz gut erklärt in dem Video. Das habe ich schon vor einer Weile länger geguckt, aber ich meine, es ist mir im Kopf geblieben, also muss es gut sein. Ich habe es mir, glaube ich, auch vor kurzem nochmal angeguckt, also ist echt sehr interessant, wie das alles zusammenhängt. Dann Overcoming Hopelessness. Das ist eigentlich genau das, was es aussagt. In dem Video geht es darüber, wie man Hoffnungslosigkeit überwindet. Ja, also hat auch wieder sehr viel mit Mindset zu tun und ist, ja, die meisten erzählen dann auch ihre eigene Geschichte dazu. Also er erzählt, ich glaube, es war ein Er, erzählt auch seine Geschichte und auch richtig gut. Also ich finde bei TED Talks, wenn jemand so seine Story zuerst erzählt und dann erklärt, wie er rausgekommen ist aus seiner Story, das ist mehr relatable. Ich glaube, deswegen verstehen es auch mehr Leute, die nicht selbst diese Probleme haben, ganz gut. Und dann habe ich The Secret of Becoming Mentally Strong. Das ist ein Mann, der keine Arme und Beine hat und erzählt seine Story, also von seiner Kindheit und alles. Und redet darüber, wie wir uns
zu anderen, mit anderen vergleichen. Das ist, ja, es ist eigentlich echt interessant, weil er halt auch zeigt, wie negativ sich das auf uns auswirkt, weil wir uns an uns selbst so komische Erwartungen stellen dadurch. Und er erklärt echt zum Großteil im Video halt echt gut, wie man sich halt auch fühlt und alles. Also das Video geht 15 Minuten lang, bis zur 10. Minute erklärt er halt echt sehr gut, wie man sich fühlt. Zwischendurch, also dann ab Minute 10 sind zwischendurch so Themen, also Dinge, die er kurz anschneidet, wo ich ihm nicht so zustimme, aber so im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, mit der beste TikTok, den ich jemals gesehen habe. Also ich habe da gesessen und habe den pausiert und ich war wirklich so, das ist eine der besten TikToks, die ich jemals gesehen habe. Ja, bis auf so 1, 2 Sätze, die halt eher so meinungsbasiert sind und nicht wirklich so was unbedingt mit dem Thema zu tun hatten, die ich halt auch echt nicht so angebracht fand im Video, aber im Großen und Ganzen erklärt der Typ das echt gut. Und dann habe ich noch How to get stuff done when you are when you aren't relaxed oder when you are relaxed. Ihr seht es ja dann in der Playlist. Das ist halt selbsterklärend, glaube ich, der Titel. How to get stuff done. Ne? Es gibt noch sehr, 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 sehr viel andere TED-Talks zu dem Thema. Also wenn ihr mal TED-Talk, Mental Health oder Mental Illness auf YouTube oben eingibt, findet ihr ein paar Playlists, die, glaube ich, 50, 60 Videos enthalten. Und das ist echt interessant, diese ganzen Storys zu hören. Ich muss auch echt zugeben, dass ich die TED-Talks, die es zur Schizophrenie gibt, und ich glaube, also die bekanntesten sind so 3 Stück, glaube ich, die sind echt verdammt gut. Also Respekt an diese Person. Also guckt euch auch mal TED-Talks zur Schizophrenie an. Das ist echt interessant, wie die Leute so halt drüber reden. Was wird so selten drüber geredet? So, ich habe ja auch ein Video drüber gemacht. So, die Leute wissen teilweise nicht mehr, was der Unterschied zwischen Schizophrenie und Geteilter Persönlichkeit ist. Und ja, ich glaube, das war's. Schaut euch die Videos an. Die Playlist ist in der Endcard verlinkt. Lasst ein Like da, wenn ich euch irgendwie neue TED-Talks weiterempfohlen habe, die ihr noch nicht kanntet. Kommentiert, wenn ihr vielleicht andere TED-Talks kennt, die auch gut sind, kommentiert die einfach mal hier runter und abonniert, wenn ihr mehr Sachen zu dem Thema sehen wollt. Und ciao.